Hallo! Hallo! Schönen guten Tag. Wir sind's, Pitted Studio TV. Du bist Jenny, ich bin Björn. Wir sind Entwickler von Computerspielen und wir sind hier in diesem Format, um davon zu erzählen, was wir so machen. Und letzte Woche haben wir von unserem Announcement-Vorbereitungen erzählt. 1000 Sachen, die wir machen müssen. Und diese Woche erzählen wir über noch mehr Probleme. Genau, aber etwas anderer Art. Ne? Ja. Denn es gab einiges, was wir euch erzählt haben zum Thema, was muss man denn alles beachten, wenn man ein eigenes Studio hat oder wenn man Spiele entwickeln möchte, das vielleicht sogar innerhalb des Konstruktes einer Firma. Und es gab immer noch Bereiche, die für euch interessant waren, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Und da haben wir gesagt, die packen wir jetzt mal in diese Folge, denn da sind noch so ein paar Sachen, da denkt man überhaupt gar nicht dran, dass die auch gemacht werden müssen, weil sie in der offiziellen Kommunikation irgendwie gar nicht stattfinden. Zum Beispiel das Bankkonto. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, hey, wir machen eine Firma, wir machen eine, was weiß ich, GmbH, so wie wir, oder wir machen vielleicht erstmal eine UG oder eine GbR, dann brauchen wir ein eigenes Bankkonto, was zu der Firma gehört. Zu AOK oder ZDF, genau. Dann will man das ja auch rechtzeitig eröffnen und soll es auch eröffnen. Und zwar möglichst zu einem Zeitpunkt, also im Grunde genommen geht man zum Notar, macht einen notariellen Vertrag für die Gründung, dafür braucht man einen Gesellschaftervertrag, dann wird das unterschrieben irgendwie, der Notar bereitet das vor und in dieser Zeit gründet man dann, beziehungsweise eröffnet man dann bei einer Bank des Vertrauens ein Konto. Und wenn man das macht, dann denkt man, also ich bin so total naiv daran gegangen, habe gedacht, na gut, da eröffne ich halt ein Konto, gehe ich zur Bank, irgendwie kriege einen Zettel, gehe damit wieder zum Notar und sage, da, eröffnet. Ja, man muss dann nämlich nachweisen, dass das Stammkapital, was man quasi am Anfang in der Firma hat, auch erstmal auf das Konto überweist. Wie viel ist das denn, so ein Stammkapital? Bei einer GmbH sind das 25.000 € Stammkapital. Ja. Eine UG könnte man theoretisch schon ab 1 Euro gründen. Allerdings ist das nicht empfehlenswert, weil mit 1 Euro ist die UG ja überhaupt gar nicht handlungsfähig. Ja, also ein bisschen mehr würden wir empfehlen, schon darauf zu tun, dass Sobald man du anfängst zu laufen mit dem Ding und Kosten auf dich zukommen und du möchtest das gerne übers Firmenkonto oder so, ist das ja sofort in den Miesen. Genau. Dann kommst du sofort in die Bredouille und dann musst du dann Bilanz machen und dann bist Richtig, du also ja. das ist blöd. Also in die Miesen zu kommen ist sowieso immer eine ganz schlechte Idee und darum sollte zumindest so viel Geld darauf liegen, dass man zum Beispiel die Gründungskosten davon tragen kann. Ja, zum Beispiel alleine der Notar, zu dem man geht, um zu gründen, verlangt ja Geld und dafür würde der Euro schon nicht reichen. Also im Grunde genommen bitte einmal vorher ausrechnen und Einlagen in der Firma haben, damit das überhaupt funktioniert. Ist das denn so, dass alle, die gründen, auch sofort diese Kohle am Start haben und die überweisen? Keine Ahnung, wie das andere machen, aber ich halte das für vernünftig. Ich habe nämlich mal gehört, dass es auch Leute gibt, die das irgendwie auf Raten machen oder auf Pump oder auf irgendwie schon mal anzahlen und dann monatlich da irgendwie irgendwas. Ne? Gibt es da so ein Modell? Ja, es gibt alles, es ist alles immer Verhandlungsbasis. Man muss immer gucken, wer verlangt von mir Geld, dass ich im Grunde genommen sofort zahlen muss. Und dann muss man halt gucken, wie komme ich quasi an meine Stammeinlagen. Wenn jetzt zum Beispiel mehrere gründen, dann hat ja jeder im Grunde genommen einen Anteil, den er da einzahlt. Und es ist auch so, dass die UG zum Beispiel, die ist so gemacht, dass irgendwie alles, was eingenommen wird von der Firma, erstmal sich sammelt, bis diese 25.000 erreicht sind, sodass die UG irgendwann eine GmbH werden kann. Und das ist auch das Ziel. Ja. Und wenn man jetzt das Geld so schon zusammenkriegt, dann kann man die auch schon überweisen. Es kommt am Ende dann potenziell auf selbe hinaus. Ja. Aber das Bankkonto. Da dachte ich, so gehst du zur Bank, öffnest ein Konto, kriegst einen Zettel, dann überweisen wir das Geld, fertig. Ja, Pustekuchen, denkst du. Also in Wirklichkeit war das dann so, wir erstmal geguckt. Erstmal guckt euch die Konditionen an. Unterschiedliche Banken haben unterschiedliche Businesskonten. Das heißt, die bieten unterschiedliche Dinge für unterschiedliches Geld, was es dann kostet. Weil so ein Konto kostet ja auch zum Beispiel schon was. Ja. Geld ist wieder teuer geworden. Monatlich muss man dafür bezahlen, dass man so ein Konto hat. Und die Banken wirklich unterschiedlich teuer. Ja. Und das Geld sollte zum Beispiel auch drauf liegen, weil sonst bist du ja sofort in den Miesen, wenn du im nächsten Monat kommst. Ja. Also,
man guckt sich diese Konditionen an, was kostet denn das Bankkonto im Monat und was kriege ich dafür? Wie viele Überweisungen kann ich dann im Monat dafür machen? Irgendwie, wie funktioniert das? Wie komme ich an meine Daten? Ist es nur online oder haben die Filialen und so weiter und so fort? Habe ich einen Ansprechpartner? Wie gut ist der Support? Guckt euch das im Internet gut an, sucht euch dann eine Bank raus, bei der ihr sagt, okay, die finde ich super und gleichzeitig ist sie bezahlbar und dann geht's los. Das haben wir dann gemacht und haben verglichen. Und dann haben wir uns das rausgesucht. Und dann dauert das. Ja, dann verlangt quasi die Bank erstmal, ja, dann schickt uns doch erstmal alle Unterlagen. Wie heißt denn die Firma? Und wie ist denn jetzt irgendwie, da muss man diese ganzen Sachen dahin schicken, die man schon hat, irgendwie quasi, die man vom Notar gekriegt hat. Und dann muss man erstmal warten. Und dann haben wir gewartet und irgendwann kam das dann zurück. Das hat aber schon mal gedauert. Und dann war dieser Anmeldeprozess irgendwie, im Grunde genommen bei uns ist es jetzt so, dass wir gleichberechtigt, also beide die Geschäftsführung übernommen haben und deswegen auch beide gleichermaßen einen Zugang zum Geschäftskonto haben. Und dann aber musste nur auf man dem Papier, die eigentliche Arbeit machst nur du, ne? Naja, gut, aber wir mussten trotzdem beides machen immer, ne? Ja, also ja, wir haben sicher. dann beide angemeldet und beide freigeschaltet und das ist dann alles irgendwie dann... Ich bin Scott im Maschinenraum und sie Captain Kirk, so sieht's aus. Es kostet alles immer so viel Zeit und das muss man einfach mit einberechnen. Also das mal eben irgendwie an 2-3 Tagen gemacht, das ist total Quatsch. Ja. Das ist reine Glückssache, weil das dauert immer länger, als man meint. Alles dauert immer länger, als man meint. Wir haben wirklich wochenlang zum Beispiel auf unsere Steuernummer gewartet und vorher kannst du dich nirgendwo anmelden. Du brauchst zum Beispiel diese Steuernummer vom Finanzamt, um dich zum Beispiel bei den Stores anzumelden. Und die haben wir jetzt gerade erst gekriegt, obwohl wir im Juli gegründet haben. Das ist also der erste Und das kannst du auch nicht beschleunigen, das dauert das eben. Das geht gar nicht, ja, du kannst gar nichts irgendwie, das ist Behörden. wirklich, wir haben total nette Dame dort, die beim Finanzamt, aber trotzdem, die haben manchmal einen super Krankenstand, dann auf einmal irgendwie Urlaub und dann ist irgendwie was anderes und dann ist keiner da und dann siehst du, dann musst du halt warten. Ne? Und ohne kannst du nichts machen, weil die Stores ja sagen, ja, ohne Steuernummer kannst du dich ja nicht anmelden. Auch an dieser Stelle mal eben ist nicht, wenn man sowas plant, ja, dann machen wir mal eben die Firma und dann gehen wir mal auf Tour und nee, das dauert alles. Das dauert. Wir haben mal eine Zeit. Vor allem, wenn man es richtig machen will. Ja. Und wir haben uns ja wirklich mit diesen Sachen beschäftigt. Ja. Also, das ist so eine Sache, da würde ich jetzt, wenn ich das heute wüsste, viel länger planen, als ich es da gemacht habe. Ja. So, dann kommt hinzu, wenn man das alles gemacht hat, man ist dann wieder zurückgegangen, hat die Firma gegründet und hat auch ein Bankkonto und man hat dann irgendwie das mit den Steuernummern an die Wege geleitet. Dann muss man trotzdem noch das Gewerbe anmelden. Man denkt, dann hat sich das ja erledigt irgendwie, waren wir noch beim Notar. Nee, hat sich nicht erledigt. Ne? Man muss nämlich bei der Stadt auch das Gewerbe, was man gegründet hat, anmelden. In den meisten Städten, also bei uns in Bochum ist es zum Beispiel so, dass man quasi übers Internet die Möglichkeit hat, die Gewerbeanmeldung vorzunehmen. Dann bekommt man quasi so ein Formular und dann bekommt man von der Stadt auch so einen Bescheid zurück, dass die Gewerbeanmeldung tatsächlich gelaufen ist und das ist dann ein Dokument, das zählt. Es gibt andere Städte, da muss man zum Beispiel zum Gesundheitsamt, um sich anzumelden. Es gibt Städte, da muss man irgendwie einfach ins Bürgerhaus. Da müsst ihr euch bei eurer Stadt schlau machen und schauen, was muss man denn bei uns machen. Aber die Gewerbeanmeldung ist ein Punkt, der tatsächlich zu erledigen ist, sonst gibt es potenziell am Ende Ärger. Auch so eine Geschichte, die wir vorher nicht wussten. Man muss sich bei der GEZ anmelden. Ja. Weil wir sind ja jetzt nicht nur ein Privatperson. Privathaushalt, der irgendwie Radio hört, Fernsehen guckt oder was weiß ich, sondern auch eine Firma. Und die Firma selber muss auch bei der GEZ gemeldet sein. War mir vorher auch so nicht bewusst. Und dann bekommt man quasi so einen Schrieb und dann muss man ausfüllen irgendwie, was man wann, wo, wie, was benutzt. Und dann schickt man das wieder zurück. Und auch da an der Stelle irgendwie, da sind die sehr genau und achten darauf, dass das auch tatsächlich gemacht wird. So, dann kommen jetzt noch 2 Themen, die sehr lustig sind. Das eine, das versuche ich mal ein bisschen kurz zu halten. Das ist, jetzt wird es nämlich zweimal komplex und ich versuche es wirklich einfach zu halten. Ach, jetzt wird es komplex. Ja, nein, das war noch gar nichts. Das erste ist das Thema Versicherungen. Ja. Also, erstens, wir müssen uns versichern. Ja. Das ist der eine Punkt. Also ihr kennt das, ihr seid irgendwo versichert, im besten Falle seid ihr irgendwo angestellt und dann wird man irgendwie mitversichert. Oder man befindet sich in einer Familienversicherung, aber man ist in der Regel irgendwo versichert oder man ist freiwillig versichert. So. Und wir
können jetzt im Grunde genommen entscheiden, wo wir uns versichern. Also man kann im Grunde genommen in der Versicherung, in der man vorher war, sich freiwillig weiterversichern. Aber manchmal lohnt es sich auch zu schauen, wenn man zum Beispiel den Hauptteil der Arbeit, das heißt mehr als 50% künstlerisch macht, kann man sich zum Beispiel bei der Künstlersozialkasse melden, die KSK, und sich dort anmelden. Die KSK, die ist nämlich für Künstler und Künstlerinnen zuständig und übernimmt quasi, ich sag mal so grob inhaltlich, sowas wie den Arbeitgeberanteil. Das kann also große Vorteile bringen, sich da schlau zu machen, sich das einmal zu lesen. Die KSK hat eine Internetseite, wo das alles beschrieben ist und damit kann man sich beschäftigen. Das bedeutet, die KSK ist quasi so eine übergeordnete Instanz, man würde aber trotzdem in seiner eigentlichen Krankenkasse bleiben und auch die Krankenkarte dort behalten, aber dieses mit dem Arbeitgeberanteil ist tatsächlich sehr interessant. Gleichzeitig gibt es so etwas wie also die KSK, gerade bei uns für Künstler, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwas in Auftrag geben, was künstlerisch ist, zum Beispiel wir sagen, hier ein Freelancer, mal uns mal was. Das ist ja so die einfachste Variante. Ein Monster zum Beispiel. Genau, oder es könnte aber auch irgendwas Gebautes sein, in 3D oder so. Also irgendeine Art von künstlerischer Tätigkeit. Ja. Dann müssten wir auch eine Abgabe an die KSK zahlen. Denn für jede künstlerische Tätigkeit, die muss am Ende bei der KSK gemeldet werden, wenn eine Firma, so wie wir sie jetzt sind, das in Auftrag gibt. Also Obacht, da gibt's quasi, da muss man halt drauf achten, dass man das tatsächlich auch am Ende des Jahres anmeldet. Und wenn man zum Beispiel Angestellte hat, beziehungsweise wenn man Freelancer einstellt zum Beispiel, dann muss man für die auch quasi, wenn die künstlerisch tätig sind, diese Abgaben leisten, weil die ja dann Geld bekommen für ihre Arbeit. Ja, das gilt es zu beachten. Und dann kommen noch so Sachen, das mache ich aber ganz kurz. Es gibt natürlich auch Versicherungen für die Firma, ja. Also ich nenne mal ganz kurz nur, ich gehe es mal durch, dass man es einfach nicht vergisst. Sowas wie ein Firmenrechtsschutz, eine anwaltliche Beratung, Vermögensschadenshaftpflicht, zum Beispiel Schadensersatz bei Verträgen oder Datenschutz. Dann gibt es sowas wie eine Cyberversicherung, die versichert einen zum Beispiel gegen Hacking und Datenverlust der Infrastruktur. Es gibt sowas wie eine Betriebshaftpflicht, die hilft bei Schäden, zum Beispiel bei Sachschäden, die passieren können. Und wenn man eigene Angestellte hat, dann kommen noch mehr Versicherungen hinzu, die man bedenken muss. Auch da muss man sich mit auseinandersetzen und überlegen, was genau möchte ich denn in meiner neuen Firma alles versichern. So, und jetzt kommen wir zu meinem Lieblingsthema. Es tut mir wirklich leid, aber ich finde das so, als ich das erste Mal gelesen habe, fand ich das so, das hat mich so umgehauen, dass ich das hier gerne einmal anbringen würde. Und das ist das Thema Steuern. Ich könnte eine eigene Folge damit füllen, aber weil dann alle von euch wahrscheinlich hinten umkippen und sagen, um Gottes Willen, was ist das denn jetzt? Habe ich gedacht, ich fasse euch das... Also da müsst ihr schon ordentlich unten in den Kommentaren danach fordern, sonst gibt's das nicht. Sonst ist das so trocken, ja. Ohne Witz. Ja. Nur einfach mal, damit ihr das mal gehört habt. Ja? Steuern. Ihr kennt das. Ihr verdient irgendwas und dann müsst ihr das anschließend nochmal versteuern oder eine Steuererklärung machen. Das ist die Einkommenssteuer, ja, die zum Beispiel für Gehalt dann abgeführt werden muss. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Firma hat und auf dem Bankkonto der Firma liegt Geld und man entscheidet als Gesellschafter, dass Geld davon an die Privatkonten ausgeschüttet wird, dann ist das auch, als bekäme man quasi sowas Ähnliches wie ein Gehalt. Also eine Ausschüttung. Und die muss dann auch versteuert werden, genau wie die Einkommensteuer. So, dann gibt es eine Körperschaftssteuer, die zum Beispiel für Kapitalgesellschaften gilt. Und die muss gezahlt werden, also durch die Betriebseinnahmen, also das, was wir quasi einnehmen, minus das, was wir ausgegeben haben als Firma. Und davon wird dann die Körperschaftssteuer gezahlt. Dann gibt es die Umsatzsteuer. Die kennt ihr auch alle, wenn ihr nämlich irgendwo in den Laden geht und ihr kauft irgendwas, dann steht da meistens drauf irgendwie 19% Mehrwertsteuer, irgendwie muss man bezahlen. Und die muss natürlich auch abgeführt werden. Das heißt, wenn wir zum Beispiel etwas verkaufen über einen Store und ihr zahlt dann Mehrwertsteuer da drauf, dann müssen wir oder der Store, je nachdem, diese Mehrwertsteuer natürlich auch wieder abführen. Das ist die Umsatzsteuer.
Dann gibt es die Gewerbesteuer. Das ist die Steuer, die jeder Gewerbetreibende zahlen muss. Da gibt es eine Formel für, die kann man im Internet nachsehen und die ist auch tatsächlich bei jedem Ort unterschiedlich. Also in Bochum zum Beispiel gibt es einen bestimmten Satz, der in dieser Formel verrechnet wird, um zu gucken, wie hoch ist denn tatsächlich dann am Ende des Tages unsere Gewerbesteuer. Und dann gibt es quasi bei Ausschüttungen am Ende die Kapitalertragssteuer. So, ich fasse zusammen. Die Umsätze der Körperschaft. Darauf wird die Umsatzsteuer abgeführt. Minus die Gehälter, von deren die Einkommensteuer abgeführt wird, minus die sonstigen Kosten, wie zum Beispiel den Vorsteuerabzug, ergibt am Ende den Gewinn, den man gemacht hat. Von dem Gewinn zahlt man dann die Körperschaftssteuer und die Gewerbesteuer. Das, was am Ende dann verbleibt im Unternehmen, das ist dann das, was übrig bleibt und dann kann man sagen, das können wir jetzt auch einfach da lassen auf dem Konto und ins nächste Jahr übernehmen. Dann ist das thesaurierend, so nennt man das. Oder wir sagen, nö, wir wollen das haben und wir schütten das aus und das kommt aufs Privatkonto. Dann muss darauf nochmal am Ende Einkommenssteuer bzw. Kapitalertragssteuer gezahlt werden. So, und wenn ihr jetzt denkt, hä? Was? Verstehe ich nicht? Dann nehmt euch bitte irgendwie eine steuerliche Beratung, Steuerberater, Steuerberaterin, die das für euch übernehmen, denn das ist wirklich gar nicht so einfach. Machen fast alle. Ja, das Entwickler. ist auch wirklich lohnenswert. Also vorher war ich, also bei der Einkommensteuer war ich immer zu geizig, aber jetzt ganz ehrlich, ich möchte es ja verstehen, ne? Aber das selber zu machen, es war sehr überzeugend ist, gerade. ist schon ganz schön kompliziert. Ja. Und man kann sich da mit Sicherheit auch reinlesen, das haben wir auch gemacht, aber wirklich, es ist kompliziert. Und wenn man da Fehler bei der Berechnung macht, und wenn man die Formel nicht richtig anwendet, wenn man irgendwo was vergessen hat, dann wird's wirklich blöd und da kriegt man ordentlich Ärger. Also bitte nicht, wenn ihr euch nicht wirklich sattelfest und sicher seid, selber machen, sondern immer Hilfe holen. Ja, da muss man schon Bock drauf haben. Es gibt Leute, die haben da Bock drauf, ne? Gibt es tatsächlich. Aber das ist eigentlich eine Sache, die man machen lässt. Vor allem, man will ja Computerspiele machen. Wir sind ja im Wesentlichen Künstler. Ne? Und das ist jetzt am Anfang der Firmengründung ist das sehr kompliziert. Und dann kommt auch noch bei den Bilanzen, da kommt ja immer wiederkehrend mal immer und so. Aber wenn sich das einmal eingetrottet hat, dann kann man sich auch irgendwann mehr um Sachen kümmern, die einen Spaß machen. Aber die Aktivierung dieser ganzen Maschinerie kostet halt sehr viel Zeit. Und das ist wirklich Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Ja. Ja, also es ist verrückt. Ja, gut. War sehr beeindruckend. Hast du eine Community-Frage? Ja, ich habe auch eine Community-Frage. Die passt wahrscheinlich dazu. Also, passt mal auf. Also, wir haben die Frage ist, die kam tatsächlich mehrfach, das ist ganz lustig, da haben wir eine Anekdote zu. Warum monetarisiert ihr eigentlich die YouTube-Videos nicht und nutzt die Reichweite schon mal als Unterstützung für euer Projekt? Ein wenig Werbung würde ich euch nicht übel nehmen, das ist ganz lieb. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Aber wir haben darüber nachgedacht und wir haben es auch angemeldet bei YouTube. Aber wir haben ein bisschen Angst, denn es ist so eine Frage, jetzt schon ein bisschen was nebenbei zu verdienen, ist eine ganz feine Sache. Aber wir haben wirklich Schiss, jetzt gerade kurz vorm Trailer, Announcement, dass man dadurch dann Reichweite verliert, weil vielleicht einige von euch dann eben doch nicht abspringen oder so. Weil es geht ja nicht darum, um diesen Kanal hier, sondern es geht ja darum, wir wollen Computerspiele machen. In erster Linie das hier, das ist Community-Arbeit. Wir möchten möglichst weit an euch dran sein, dass wir euch Sachen vermitteln, damit ihr die richtig versteht. Wie wir Dinge angehen, warum wir Dinge tun, ja, was wir tun, wo unsere Leidenschaft hingeht, was Computerspiele machen angeht und so weiter. Dass wir sehr viele Sachen über diesen Wege erklärt haben. Und wir haben gemerkt, dass sich dadurch viele Fragen einfach erübrigen. No? Das heißt also, viele Sachen, die wir immer wieder gefragt werden, die haben wir hier auch behandelt. Und dann werden diese Fragen weniger. Das heißt also, wir wollen gerne, dass wir so transparent sind wie möglich. Und das machen wir auf diesem Wege. Der Lohn ist dafür, dass ihr besser versteht, wie wir ticken. Ja? Und dass ihr uns supportet dabei, dass ihr uns
aufbrecht und dass ihr uns auch kritisiert an einigen Stellen, dass wir wissen, wo es hingeht für uns und warum wir Dinge tun und so weiter. Und das ist sehr schön, dass ihr so viele Sachen mitmacht und so viel Feedback gibt und supportet. Wir haben uns dafür entschieden, es auf jeden Fall bis zum Announcement nicht zu machen, weil wir wollen, dass der Trailer möglichst große Reichweite bekommt. Ja. Und das ist für uns viel wichtiger. Aber das heißt nicht, dass wir es gar nicht machen, sondern dass wir es erstmal nicht machen. Aber erstmal muss die Maschine laufen. Genau, vielleicht tasten wir uns mal ran oder wir machen mal eine Umfrage und fragen mal, wie viele von euch haben denn dieselbe Meinung und wie viele würden tatsächlich sagen, oh nee, keine Ahnung, habe ich keinen Bock drauf. Ja, das ist eine spannende Frage. Ja. Richtig, und das wäre etwas, das können wir gerne mal machen, bevor wir irgendwie, also wir sind da wirklich vorsichtig, wir sind super glücklich, dass ihr jedes Mal wieder einschaltet, wir sind super glücklich, dass dieser Kanal an sich schon so eine große Reichweite bekommen hat. Und jeder, der ein Abo abschließt oder jeder, der irgendwie draufklickt und kommentiert, hilft, dass das Ding Flügel kriegt und das wollen wir nicht riskieren. Ja, hoffentlich beantwortet das die Frage und vielen Dank fürs Zuschauen, auch bei so einem trockenen Thema. Und hoffentlich nächste Woche wieder hier, wenn es heißt Pitted Studio TV. Genau. Mit etwas aufgelockertem und weniger trocken. Genau. Bis dann, macht's gut. Ciao. Ja, das ist wirklich sehr beeindruckend, ne? Wenn man sich das alles so anhört, was man so macht. Man hat ja auch Zeit, die Sachen zu regeln, ne? Aber es ist schon ein bisschen, wenn man sich nicht selbst unter Druck setzt, so wie wir das immer machen, ne? Ja.